Mahlzeit, mein Name ist Balfman und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute eine Band mit dem äußerst originellen Namen Cabin Boy Jump Chip an. Das finde ich persönlich sehr, sehr lustig. Ich bin gespannt, was musikalisch auf uns zukommt. Ich weiß wieder nur, dass die Band aus dem Rock-Metal-Bereich ist. Und viel mehr weiß ich nicht, denn wie bei allen meinen allerersten Reactions versuche ich immer so wenig wie möglich vorher zu recherchieren, damit ich einfach einen ungetrübten Ersteinblick habe. Und für die Leute, die die Band noch nicht kennen und denen das Ganze gefällt, unten habe ich wie immer das Originalvideo verlinkt. Damit kommt ihr zur Band, kriegt weitere Informationen etc. Ansonsten dürft ihr euch auch gerne bei mir auf dem Kanal umschauen. Ich reacte hier regelmäßig große Bands, kleine Bands, unbekannte Bands und auch Newcomer, um euch einfach ganz viel tolle Abwechslung zu bieten. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann gleich nach dem Video. Ich wünsche euch und mir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. I came to my senses, I've just woken up. I can't shake this feeling, it's tearing me up. The weight on my shoulders, the eyes on my back. Your words weigh so heavy, but my heart will not crack. Tell me you're not a victim, you're a survivor. Let it bounce. Ich würde sagen, das geht schon mal ganz gut ab. Auch wieder eine, ja, die seltene Gattung der singenden Schlagzeuger. Gibt es ja sehr wenig. Habe ich, glaube ich, auch schon mal ein, zwei Videos zu gemacht, auch gerade zu den weiblichen Schlagzeugerinnen, die singen. Wenn ich daran denke, verlinke ich euch das mal hier oben. Sehr selten, aber cool. Ja, da kommt noch was. Da kommt noch was. Genau das Richtige, um im Live-Konzert einmal Luft zu holen. I can't shake this feeling, my heart's had enough. The weight on my shoulders is breaking my back. Your words were so heavy, you're right, I'm about to
Ja, abruptes Ende. Cooler Song. Erst sorgen wir mal hier wieder für einen schönen Hintergrundbild. Ja, wir nehmen mal den Schlagzeuger direkt als Hintergrundbild, denn, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, die Fraktion der singenden Schlagzeuger. Sehr, sehr selten, weil ich glaube mir, das ist einfach echt eine schwierige Sache, weil er hat ja auch den Melodic-Teil gesungen und während man halt schlägt, den Ton zu halten, stelle ich mir relativ anspruchsvoll vor. Weil anders wie bei einer Gitarre oder sowas, da geht der Schlag halt nicht so durch den Körper durch. Als Schlagzeuger hat man halt diese, ich sag mal in Anführungszeichen, harten Schläge. Die hat man dann als Gitarrist, hat man ja dann eher, je nach Stelle des Liedes, eher die kleineren Bewegungen oder als Bassist auch, ne? Oder Keyboarder. Aber gerade als Schlagzeuger bewegt man ja theoretisch alles am Körper. Und das stelle ich mir halt schon sehr anspruchsvoll vor und bin da tatsächlich auch gespannt auf Live-Stücke von der Band. Ich weiß auch gar nicht, ob die Band neu ist oder ob es die schon ein bisschen länger gibt. Das werde ich gleich im Nachgang mir dann anschauen. Finde ich aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also geht natürlich ordentlich in die Richtung New Metal, Metalcore und ja, wie gesagt, das mit dem singenden Schlagzeuger finde ich cool. So Besonderheiten einfach. Ansonsten auch sehr viel Abwechslung im Lied selber, finde ich. Auch ordentlich Gegröle. Also ich weiß, in der Metal-Disco, wo ich häufiger bin, da werden auch die Arme und die Körperteile nur so durch die Gegend fliegen bei dem Song. Wenn denn nach Corona die Disco wieder aufhat. Das wäre so ein richtig geiler Song zum richtig Frust rausrotzen und überhaupt. Sehr cool. Ich bin gespannt auf mehr. Und ich finde den Bandnamen immer noch genial. Ja, gut. Das war's soweit von mir, würde ich sagen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf neue Musik, stelle ich hier auf meinem Kanal regelmäßig vor. Newcomer, die vor ihren eigenen Reactions selber ein kleines Intro sprechen. Teilweise Bands, die erst 50 Abonnenten haben. Das Ganze im Wechsel mit den großen Bands, die ihr halt schon kennt. Ich hoffe, das bringt euch einfach einen tollen Musikmix und hilft auch den kleineren Bands. Gerade weil eben diese ganzen Konzerte zwischendurch immer wieder ausfallen, Touren verschoben werden müssen. Und so hoffe ich einfach, dass ich der ein oder anderen kleineren Band einfach ein bisschen mehr Reichweite verschaffen kann und euch natürlich neue Musik vorstellen kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bin jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemore.